Hallo miteinander. Das weiße Haar zum roten Teng. Bis Freitag, wenn ihr das Video seht, muss ich noch die Augentropfen nehmen. Ich hoffe, dass sich dann mein Gesicht normalisiert. Wenn es nicht Dexa, so heißt das Mittel, Dexa-mäßig ständig aufgeputscht wird. So ganz gefällt mir das nicht mit Rot. Braun wäre besser, braunes Gesicht. Aber so viel Wetter, tolles Wetter haben wir gerade noch nicht. Und ein bisschen wärmer wird es werden und wir sind guter Hoffnung. Jetzt zum Wochenende kann das sein, dass wir wieder im Ruhrgebiet sind, weil ich einen Ölwechsel machen lassen muss. Das macht der Alex dann in seiner Werkstatt. Dann kann er den Wagen mal hochbocken und dann kann er drunter gucken, wie es denn so unter dem Bus aussieht, was der Rost macht. Und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass es gut aussieht. Noch habe ich, glaube 1,5 Jahre TÜV, also ich bin auf der guten Seite. Machen wir nicht so viele Gedanken drüber. Auf jeden Fall könnte es eben sein, dass wir dann an dem Wochenende tatsächlich wieder mit 3 Bussen unterwegs sind. Auf Abstand natürlich. Ja, eine Geschichte habe ich für euch. Kaffeestunde und Lagerfeuer. Die Ausläufer des Unwetters über Mitteleuropa treiben auch in Skandinavien ihre Kapriolen mit uns. Während Freunde in Finnland bei 25 Grad Celsius im See baden, stürzt die Temperatur in Norwegen auf bekannte 12 einzelne nasskalte, verwehte Grade über Null, die sonnenfeindlich den blauen Himmel hinter grauen Wolken verbannen. Waldbrandgefahr wird schlagartig gebannt. Arne hat gestern auf dem Parkplatz eine funktionierende Steckdose gefunden, sodass wir den Luxus von Strom haben. Ich kann mein Gerät wegen der Schlafapnoe benutzen und mich erholen, genauso wie die Lebensmittel im Kühlschrank, denen nicht wieder in der Nacht warm wird. Handys und Akkus geladen, was ein Glück. Was ich nicht gewusst habe damals, ich weiß so vieles nicht, aber was ich damals auch nicht gewusst habe, war, dass ich mit einem 12-Volt-Stecker durchaus das Schlafapnoe-Gerät hätte bedienen können. Ja, aber das Ding hatte ich nun nicht. Und seit wir ein halbes Jahr später nach dieser Reise einen Umwandler im Bus haben, kann ich tatsächlich auch ohne Außenstrom das Schlafapnoe-Gerät benutzen und habe jetzt hier sogar einen Umwandler, sodass ich also das mit 220 Volt benutzen kann. Funktioniert alles und hätte ich mal früher gewusst, habe ich aber nicht. Bis am Morgen auf diesem schönen Parkplatz der griesgrämige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung kommt, um im strömenden Regen die Mülleimer zu leeren und das unappetitliche Toilettenhäuschen zu reinigen. Drohend mit einer riesigen Kneifzange erklärt er mir, dies sei sein Strom. In keinster Weise geht er auf meine vermittelnde Art ein und ich denke daran, dass es kein schönes Leben sein muss, so verfinstert in Gedanken zu leben, dass kein Sonnenstrahl Licht mehr hineinbekommt in seinen Alltag. Später hat mir jemand erzählt, ein Norweger erzählt, ich hätte sagen müssen, ich habe eine Schlafapnoe. Dann hätte dieser Mitarbeiter sofort verstanden, in welcher Situation ich mich befunden habe. Vielleicht sollte man manche Sachen tatsächlich ausprobieren. Wir haben 2 Kannen Kaffee fertig, der Peter und ich.
das ist die Gelegenheit, ein bisschen mehr mit Kathi und Markus aus dem Bergischen Land zu reden, die gestern Abend sich gleich auf der Rückbank ihres Opels ausgestreckt haben, um dem Regen ihre Kehrseite zu zeigen. Seit 8 Wochen kreuzen sie durch Norwegen mit den lustigsten Geschichten von Begegnungen mit dem fliegenden Krabbelvieh, das gemein zubeißen kann. Sie lieben das Land und besonders die einsamen Zeltplätze auf den Hochebenen der Nationalparks, wollen nochmal auf ihrem Heimweg zu den Büffeln, die um Dombas im Gebirge leben. Der Markus war größer als die Rückbankmöglichkeit es zuließ und deswegen haben die dann immer die Heckklappe aufgelassen. Deswegen hatten sie auch dieses Vergnügen mit dem Kribbelvieh. Arne aus Marburg habe ich gestern vor der Fähre getroffen. 10 Wochen mit Pkw und Mini-Wohnwagen in Skandinavien unterwegs. Nur auf einsamen Spots gecampt und zum Baden in die Seen getaucht. Hält am Vormittag auf dem Parkplatz an, um mal bei gutem Internet der Freundin zu signalisieren, dass alles fein ist. Denn die kommt nach. Und die haben sich dann irgendwo da getroffen. Klar, auf einen heißen Kaffee und Erzählen hat auch er Lust. In 2 Wochen kommt die Freundin endlich und darauf freut er sich schon. Peter will unbedingt den langen, zweistelligen Tunnel auf die Halbinsel Steigen durchqueren, in der Hoffnung auf Sonnenschein und Wärme. Stattdessen kommen ihm Sturm und Nebel und nahezu geschlossene Regenfahnen entgegen. Wir haben Sonnenschein in Forske und biegen zwischen Rocknern und Saltfjellet nach links ab. Mit 10% Steigung schnauft der blaue Bus bergan und blickt nach knapp 30 Kilometern auf das schwedische Zollhaus in grüner Waldeinsamkeit. Wir sind in Lappland, das Gebiet der Samen, Huskies, Rentiere und Elche, einer Landschaft von grünen Wäldern, riesigen Seen und lustig über Fels und Stein springenden Wassers, sonnenüberflutet, windzerzaust. Ein bisschen wärmer mit knapp 17 Grad und es hätte schon seit Monaten nicht geregnet, meint Daniel aus dem Westerwald, der mit seiner Frau nach Tromsø ausgewandert ist. Sie wollen hier am See, wo auch wir übernachten, die beiden Schlechtwetterfronten abwarten, die gerade über Norwegen ziehen. Arne baut ein schönes Lagerfeuer, sägt und spaltet Holz und heiter springen die Flammen im Steine rund umher, während die Sonne spektakulär untergeht. Während seine Frau nicht so sozial eingestellt ist, bringt Daniel 10 Dosen Bier mit und teilt sie mit Arne am Lagerfeuer, erzählt von seinem Häuschen auf einer Insel nördlich der Stadt und vom Winter und den schneebedeckten Wegen morgens zur Arbeit. Mit Fotos und vielen Worten möchte Arne gerne davon überzeugen, dass dessen Zukunft nur Altenpflege in Norwegen heißen kann. Hilde findet das alles jetzt nicht mehr so interessant, besonders weil Daniels Hund auch nicht mehr da ist und damit die Keksquelle versiegt ist. Und so geht Hilde weit vor Mitternacht in den blauen Bus zum Schlafen, so wie ich auch. Morgens finden wir auf unserem Spaziergang ein Blockhaus mit Decken auf den Bänken und ein abgelegtes Buch unter einem Stein. Ein Stück weiter im Wald ein Blumsklo mit einer himmelblauen Tür. Der Bewohner scheint gerade Sommerferien in Spanien zu machen, während wir hier so im strömenden Regen hocken, dass Arne kaum Lust zum Rauchen hat. Auch eine Methode zum Aufhören. Ist ihm leider nicht so gelungen. Euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören voneinander. Bis bald.